Willkommen zu einer neuen Episode. Nach Monaten voller Abenteuer auf der arabischen Halbinsel geht es für uns jetzt zurück Richtung Europa. In dieser Episode starten wir an einer kleinen Kiesbucht bei Gülnar. Die Magerasi-Höhlen, die erkunden wir später noch. Wir fahren weiter die türkische Küste entlang, legen noch ein paar Stops ein, tanken noch ein bisschen Sonne. Schließlich überqueren wir die Dardanellen über die beeindruckende Brücke. Kommt mit uns und begleitet uns auf unserem Weg zurück nach Europa. Şanlıurfa haben wir heute früh verlassen. Nach fast 600 Kilometern haben wir endlich die Küste erreicht und diesen tollen Spot hier entdeckt. Unser Van steht direkt auf dem Kiesstrand. Das Solarpanel sammelt fleißig Energie und rundherum ist es menschenleer. Nach 6 oder 7 Stunden Fahrt gestern sind wir an diesem wunderschönen Strand angekommen. Ich freue mich schon, mit Mama und Papa in die Fluten zu stürzen. Mama, Papa und ich waren gerade im Wasser. Es ist eine richtige Erfrischung. Mama ist auch noch drin. Von hier oben sieht man die ganze Bucht, unseren Van, das glitzernde Meer, den leeren Strand. Wenn ihr auch solche Abenteuer liebt, dann bleibt dran. Wir nehmen euch mit zu den schönsten Küsten und versteckten Stränden. Während die Sonne so langsam hinter den Felsen verschwindet, schnippelt die Prisha schon mal die Paprika für unser Abendessen. Wir machen draußen Chutney und im Omnia brutzelt schon unser Abendessen. Gute Nacht. Gute Nacht, Prisha. Heute schafft es die Sonne nicht so ganz hervor. Es ist etwas bewölkt und ziemlich windig. Und wir fahren weiter in Richtung Mavikent. Aber erst machen wir noch einen Abstecher zu den Gilindire Caves. Ein kleiner Fußweg führt uns hier direkt an den Rand einer steilen Klippe. Mal gespannt, was uns drinnen erwartet. Wir sind in der Gilindire-Höhle. Wir starten über diese Holztreppe hier, die nach unten in die Höhle führt, und staunen schon bei den ersten Schritten über diese riesigen Tropfsteinformationen. Dieses Wegenetz aus Treppen und Stegen führt uns durch die verschiedenen Hallen. Übrigens ist die Höhle insgesamt 450 Meter lang. Echt beeindruckend. Entdeckt wurde die Höhle erst 1999 und das total zufällig. Ein Schäfer war mit seiner Herde unterwegs. Als sein Hund einem Igel hinterherjagte, verschwand der Igel in einem Loch. Der Schäfer schaute nach und entdeckte dabei den Eingang zur Höhle. Und ganz unten wartet dann noch ein kleiner unterirdischer See, total glasklar. Das waren jetzt richtig sehenswerte Höhlen und überhaupt nicht touristisch, kein Souvenirshop,
Richtig von der Beleuchtung her, ganz natürlich und kaum was los. Sehenswert für nicht mal €1, 30 Lira umgerechnet. Wir sind zurück im Van und ich schnipple schon mal Zwiebeln und Paprika fürs Abendessen. Heute wird drinnen gekocht, denn draußen ist es immer noch unheimlich windig. Wir sind zurück in Marrakech. Ich war gerade im Wasser und jetzt mache ich Salat. Leerer Strand, klares Wasser, einer unserer absoluten Lieblingsspots hier an der türkischen Küste. Was ein Traumwetter am 4. November. Prisha hat ja schon eifrig Salat geschnippelt und wir kochen jetzt hier direkt am Strand. Besser kann man es wohl kaum treffen. Nach einem perfekten Strandtag brutzeln wir jetzt Chicken Masala. Dazu gibt es ein kühles Efes. Gegessen wird im Van und so lassen wir den Tag entspannt ausklingen. Wir haben gerade nach 3 Tagen Mavikent Beach verlassen. Und rollen jetzt die Küstenstraße, die D400 entlang. Einfach unglaublich, wie schön diese Strecke hier ist. Kurven, Meerblick, da macht das Fahren richtig Spaß. Schaut mal, Demre, nur noch 17 Kilometer. Da können wir natürlich nicht vorbeifahren. Ein kurzer Abstecher zu den antiken Felsengräbern von Myra steht jetzt auf dem Plan. Wir wollen heute ein paar Kilometer abspulen und uns Richtung Izmir vorarbeiten. Da kommt die Mittagspause hier bei den Felsengräbern von Demre gerade recht. Wusstet ihr eigentlich, dass der heilige Nikolaus aus der antiken Stadt Myra stammt? Also genau dort, wo heute Demre liegt. Er war Bischof und bekannt für seine Großzügigkeit. Über viele Umwege wurde aus ihm später die Figur, die wir heute als Weihnachtsmann kennen. Und da sind sie, die Felsengräber von Myra. Echt beeindruckend. Uralte Gräber, die die Lykier vor über 2000 Jahren direkt in die Felswand gehauen haben. Sie haben nämlich geglaubt, dass so ihre Verstorbenen den Göttern im Himmel näher wären. Mama macht Schafskäse und Suppe. Und Mama und Papa trinken ein kaltes Efes. Nach dem kurzen Stopp bei den Felsengräbern ging's weiter. Und wir haben es tatsächlich geschafft, bis südlich von Izmir. Wir stehen hier am Pamuçak Beach. Und schaut euch das an, ein kilometerlanger Strand, Sonne satt. Und das Beste, wir stehen hier komplett alleine mit dem Van. Es gibt Eiersalat. Ein reinen Fahrtag hinter uns, sind kurz hinter Çanakkale und Prisha ist eifrig am Gemüseschnippeln. Während wir hier die Brücke vor Çanakkale überqueren, wechseln wir ganz easy den Kontinent, nämlich von Asien zurück nach Europa. Was früher nur per Fähre ging, fährt man heute ganz entspannt über diese Brücke und überquert damit die Dardanellen. Ist euch eigentlich die Zahl 1915 im Namen der Brücke aufgefallen? Die erinnert an die Schlacht von Gallipoli. Damals haben die Osmanen die alliierten Truppen gestoppt und so blieb die Kontrolle über die Dardanellen in osmanischer Hand. Wie ihr seht, nähern wir uns nun der Grenze zu Bulgarien. Wir rollen nun direkt auf die EU-Außengrenze zu. Richtig viel los hier. Mal sehen, wie lange wir brauchen, bis wir drüben sind. Wir sind in Bulgarien angekommen. Das
Grenzprozedere war eigentlich unproblematisch. Es hat sich nur ein bisschen gestaut, weil in die ein oder anderen Fahrzeuge vor uns wurde etwas gründlicher reingeguckt, bei uns nur ganz kurz. Nur einmal. Und nach knapp 45 Minuten war alles erledigt. Jetzt rollen wir auf europäischen Straßen. Weil es jetzt spät ist, essen wir heute Spaghetti. Es gibt Spaghetti Pesto. Am nächsten Morgen wachen wir hier am Betztensee auf. Ein kleines idyllisches Plätzchen mitten im Grünen. Der Himmel, der ist strahlend blau, aber die Temperaturen, sag ich euch, sind echt frisch. Trotzdem sitzen schon ein paar Angler am Ufer. Übrigens liegt der See nur ungefähr 35 Kilometer außerhalb von Sofia. Raj kippt Diesel aus dem Reservekanister in unseren Tank. Der war eigentlich als Backup für den Iran gedacht. Gebraucht haben wir ihn dort allerdings nie. Stattdessen ist jetzt der Kanister monatelang mit uns durch die Gegend gereist. Während die Kilometer unter uns vorbeiziehen, wird uns klar, das hier ist das Ende eines Kapitels. Monate auf der arabischen Halbinsel liegen hinter uns, voller Erlebnisse, Begegnungen und jede Menge Erinnerungen. Aber das ist ganz sicher nicht das Ende unserer Reisen. Schon bald geht es weiter. Wohin? Das zeigen wir euch im nächsten Video.